Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ganz kurzes Status-Update am Anfang. Das letzte Video, was ihr zum Audi gesehen habt, war ja die Reparatur des Ölabscheiders, beziehungsweise jemand hatte geschrieben, offiziell heißt das Zyklonabscheider, glaube ich, weil der eben ja scheinbar eben eine spezielle Funktionsweise innen drin hat. Also wie gesagt, letztes Video war Ölabscheider bzw. Zyklonabscheider Reparatur. Verlinke ich euch auch nochmal oben das Video. Das war ja sozusagen die Fehlerursache für den schlechten Leerlauf, für erhöhten Spritverbrauch, für die Motorkontrolllampe in Bezug auf die Lambda-Sondenregulierung. Hatte alles damit zu tun, dass der Schlauch von dieser Kurbelgehäuseentlüftung, also sprich der Schlauch, der zum Ölabscheider, Zyklonabscheider geht, dass der gebrochen war. Ich habe ja dann in dem Zuge sowohl den Schlauch als auch den Abscheider selber erneuert und auch so ein Zwischenstück von der Rücklaufleitung, was der Vorbesitzer eingebaut hat als Verlängerung, habe ich auch wieder zurückgebaut. Jetzt ist es sozusagen wieder original Standard und habe auch eine größere Strecke damit zurückgelegt, bin so 600 Kilometer gefahren. Alles einwandfrei, Stadtbetrieb, Autobahn, alles top. Der Spritverbrauch ist wie gesagt niedriger und er läuft seidenweich im Stand. Motorkontrolllampe ist auch keine mehr da und auch keine Fehler mehr im Fehlerspeicher. Und dadurch, dass jetzt ich ca. 8000 Kilometer wieder mit dem Auto gefahren bin, also seit dem letzten Ölwechsel, ist es jetzt mal wieder an der Zeit, Öl zu wechseln. Das ist das zweite Mal, dass ich das Öl wechsle, seitdem ich das Fahrzeug habe. Ich hatte ja, als ich das Fahrzeug gekauft habe, gesagt, dass ich die Intervalle kürzer halten werde, aufgrund des Alters des Fahrzeugs und aufgrund dessen, dass ich denke, kürzere Ölwechsel sind auf jeden Fall immer, sage ich mal, positiv für den Motor bzw. für die Lebensdauer des Motors. Und man weiß ja immer nie, gerade von den Sachen, die ich jetzt bei der Fehlersuche mit dem Ölabscheider gefunden habe, war das Fahrzeug scheinbar nicht wirklich in pfleglichen Händen davor. Bedeutet, ich werde einfach die Ölwechsel immer klein halten, also die Intervalle alles unter 10.000 Kilometer. Jetzt, wie gesagt, sind halt 8.000 Kilometer auf der Uhr. Bedeutet, er kriegt jetzt nochmal frisches Öl. Ich verwende hier immer das 5W40. Das ist auch freigegeben für das Auto. Ist nochmal ein bisschen höherwertiger als das Standardöl, ein bisschen dickflüssiger. Sollte auch der höheren Laufleistung sozusagen entgegenkommen. Dann kriegt er natürlich einen neuen Filter. Dieses Mal original Audi-Teil. Das letzte Mal hatte ich ja aus dem Zubehör einen MAN-Filter genommen. Ich hatte halt bei meinem Audi-Teilehändler mal wieder ein paar Sachen bestellt. Deswegen jetzt der Originalölfilter. Dann ist es Zeit für neue Innenraumfilter. Die habe ich gewechselt, als ich das Auto gekauft habe. Das heißt, das ist auch schon wieder ein Jahr her. Da kommen jetzt auch neue Filter rein. Ich hoffe, da hat auch jemand geschrieben, scheinbar kann man, weil beim ersten Mal, als ich die getauscht habe, habe ich das komplette Armaturenbrett, nicht das Armaturenbrett, habe ich das komplette Handschuhfach ausgebaut. Verlinke ich euch auch nochmal oben das Video. Da meinte aber jemand, das muss man gar nicht. Das heißt, heute probiere ich, die Filter zu tauschen, ohne das Handschuhfach auszubauen. Und dann werde ich auch noch kontrollieren, wie sieht es denn mit den Luftfiltern aus. Die habe ich jetzt circa ein Jahr lang drin. Da habe ich original Papierluftfilter reingebaut, habe hier aber noch welche aus dem Zubehör und je nachdem, wie die Papierluftfilter jetzt aussehen, werde ich das eben durch solche Zubehörluftfilter ersetzen. Das hat einfach nur den Hintergrund, die kann ich waschen, das heißt, die kann ich wiederverwenden, deswegen ist mir das eigentlich immer lieber. Aber als ich das Auto neu hatte, wollte ich erstmal, wie gesagt, erstmal schauen, wie das Auto sich entwickelt und das Auto ein bisschen kennenlernen. Deswegen habe ich da noch nicht gleich auf sowas gesetzt. Jetzt heute schauen wir, wie gesagt, nachdem der Ölwechsel und die Filtergeschichten durch sind, schaue ich auch noch mal in die Luftfilter rein und je nachdem, wenn das nötig wird, werde ich die auch noch mal erneuern bzw. tauschen. So, jetzt hätte ich gesagt, genug gesabbelt und wir starten einfach mal rein. Das erste, was ich mir angucke, ist die Geschichte mit den Innenraumfiltern, denn dann kann der Motor auch noch mal ein bisschen abkühlen. Der ist jetzt noch sehr heiß. Wenn ich hier ein paar Minütchen brauche, um die Filter zu wechseln, im Idealfall, dann hat das genau die richtige Temperatur, um nachher das Öl abzulassen. Dann ist es noch warm, aber eben nicht zu heiß. Deswegen ab in den Zeitraffer und wir schauen mal, wie es läuft. So, es gab ja vor einiger Zeit, als ich das Video gemacht habe, am Anfang habe ich euch ja das Video verlinkt, wie ich hier das Handschuhfach ausgebaut habe. Dort hinten sitzt dann die Abdeckung für die Innenraumfilter. Und da in dem Video hat jemand kommentiert, dass das gar nicht notwendig ist, dass man das Handschuhfach ausbaut, um da ranzukommen. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich sehe keine andere Möglichkeit. Also ich weiß nicht, wie man das machen soll, denn die Abdeckung sitzt direkt dahinter. Bedeutet, ich mache es jetzt wie beim letzten Mal. Ich baue halt das Handschuhfach aus und tausche dann die Filter.
Den Ausbau werde ich jetzt nicht filmen. Da gibt es ja, wie gesagt, das Video auf meinem Kanal, wo ich euch das schon mal gezeigt habe. Wenn euch das interessiert, spult einfach nochmal zum Anfang zurück, wo das Video verlinkt ist. Und wie gesagt, ich baue jetzt mal das Handschuhfach aus und dann geht es an der Stelle weiter, wo wir die Filter tauschen oder wo ich die Filter tausche. So, ich habe es jetzt ausgebaut. Wie gesagt, für die Details gerne in dem anderen Video vorbeischauen. Ansonsten sind das hier oben 3 Schrauben. 1, 2, 3. Dafür müsst ihr das Handschuhfach öffnen. Das seht ihr ja, hier ist geöffnet. Und dann sind unten sozusagen auch nochmal 2 Schrauben. Und insgesamt haben wir dann also 5 Schrauben, dann können wir das hier rausnehmen. Ihr müsst vorher hier an der Seite diese Blende abnehmen, die ist einfach nur geklipst. Die ist hier so reingeklipst, die müsst ihr abnehmen. Und wenn ihr dann die 5 Schrauben gelöst habt, dann kommt euch das Ganze entgegen. Ich klipse jetzt hier die Stromversorgung ab und dann können wir da hinten einen Blick drauf werfen, wo die entsprechenden Innenraumfilter sitzen. So, es war doch nochmal ein bisschen mehr abzustecken. Also der eine Stecker hier, wie gesagt, für die Beleuchtung und diesen Entriegelungsmechanismus. Und dann gibt es nochmal 2 Stecker hinten am CD-Wechsler jetzt bei mir. Die musste ich auch noch abmachen. Dafür ist aber jetzt, wie gesagt, das ganze Ding raus. Und da hinten, ich weiß nicht, wie gut wir das jetzt, bin ich natürlich im Licht. Ach, fantastisch. Genau da hinten. Da ist jetzt diese kleine Klappe und dort sitzt, wie gesagt, oder sitzen die beiden Innenraumfilter drin. Die werde ich jetzt öffnen, die Klappe, und dann werde ich da die Filter rausnehmen und die entsprechenden neuen Filter einsetzen. Die Klappe ist nur geklipst, das heißt, da kann man da unten und da oben das Ganze entriegeln. Das mache ich jetzt aber leider ohne Kamera, weil hier ist so eng und ich wüsste auch gar nicht, wo ich die Kamera hier sinnvoll positionieren soll. So, jetzt habe ich die Klappe oder den Deckel entfernt. Wie ihr sehen könnt, da sitzt jetzt ein Filter, das sind insgesamt 2 Stück. Das ist ein bisschen fummelig, denn die sitzen übereinander. Das bedeutet, ich hole jetzt erstmal den einen Filter raus. Dann sollte im Idealfall der zweite Filter runterfallen. Falls nicht, muss man den eben von oben ein bisschen rausziehen und dann auch rausholen. Das probiere ich jetzt mal auf Camera und dann schauen wir uns die Filter an und dann setze ich da die neuen Filter ein. So, ich habe sie jetzt rausgeholt. Ihr seht jetzt, da sind die beiden Filter. Was man auch sehen kann, da sind immer ja, ein bisschen, wie sagt man denn, ja, Dreck halt, der über die Ansaugung mit reinkommt. Also sprich, das ist echt schwierig mit dem Licht, also sprich so ein bisschen Blätter und sonstiges, das sauge ich jetzt noch raus. Und wie gesagt, die Filter an und für sich sehen noch okay aus, aber ja, es ist halt schon wieder ein Jahr vergangen. Deswegen wechsle ich die, da achte ich immer penibel drauf. Denn ansonsten kann man halt auch mal Probleme mit den Augen bekommen oder halt allgemein ist das nicht so geil, wenn man die so lange drin lässt. Und wie gesagt, ich sauge jetzt hier einmal raus, baue die neuen rein. Dann kommt wieder diese kleine Abdeckung hier oben drauf und dann sind wir damit auch fertig und dann können wir uns dem Thema Ölwechsel widmen. Was ich genutzt habe, um die rauszubekommen, ist hier so ein kleiner Haken. Da habe ich es mir einfach leichter gemacht. Die waren ein bisschen störrisch und mit dem Haken ging das wunderbar. Wie gesagt, jetzt sauge ich einmal raus und packe die neuen Filter rein. Wichtig ist dabei bei den Filtern, dass ihr darauf achten müsst, die haben eine Richtung, in die man sie verbauen soll. Also zum einen, dass man hier diese Hilfe hat, um die wieder rauszuziehen, aber wie gesagt, so geil hat das nicht funktioniert. Und zum anderen eben eine Richtung, von wo die Luft kommt. Und da müsst ihr eben einfach schauen, dass ihr die dann korrekt einbaut. Hier ist es so, dass die Luft sozusagen von vorne kommt, also aus dem Motorraum, durch den Filter durchströmt und dann hinten rausgeht und darauf müsst ihr achten. Wie gesagt, genug gequatscht. Ich sauge jetzt hier raus und baue die neuen Filter einmal ein. Und dann setze ich das Armaturenbrett wieder zusammen. So, ich habe wieder alles zusammen. Armaturenbrett und auch die Verkleidung hier außen. Die beiden Filter sind jetzt gewechselt. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir uns einmal nochmal die alten Filter auf der Werkbank an. So, das sind die beiden alten Filter. Ja, sehen jetzt in Ordnung aus, aber natürlich schon ein bisschen gebraucht. Also gerade hier an den Stellen, wo die Luft von außen kommt, sieht man ein bisschen Dreck. Hier auf der Seite ist das noch ein bisschen stärker zu erkennen. Ja, das mache ich immer regelmäßig, würde ich auch jedem empfehlen. Sonst kann eben sein, dass sich dadurch Feuchtigkeit und die ganzen Schmutzpartikel regelrechte Bakteriennester bilden. Und dann kriegt man es in teilweise entzündete Augen oder es geht halt in die Nebenhöhlen, beziehungsweise man wird krank. Also gerade im Sommer mit der Klimaanlage. Oftmals wird man gar nicht so sehr wegen dem Temperaturunterschied krank, sondern unter anderem auch, also der Temperaturunterschied macht natürlich auch etwas aus, aber oftmals sind auch eben, wie gesagt, hier richtige Bakteriennester drin. Deswegen würde ich das spätestens einmal im Jahr wechseln. Bei so kurzen Intervallen
würde ich jetzt persönlich sagen, braucht man auch nicht unbedingt Aktivkohle-filterbasierte, also diese gibt es sozusagen ohne Aktivkohle. Das sind jetzt hier ohne Aktivkohle-Filterelemente und verbaut habe ich jetzt welche mit Aktivkohle, weil das eben, ja, man kann sich das aussuchen. Diese Aktivkohle-Dinger haben halt den Vorteil, dass sie auch noch Gerüche rausfiltern. Ansonsten bei so kurzen Wechselintervallen kann man durchaus auch die günstigeren Varianten nehmen ohne Aktivkohle. So, jetzt aber ab in den Zeitraffer für den Ölwechsel. So, jetzt wollte ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen, die mir beim Wechsel aufgefallen ist, beim Ölwechsel. Ich habe ja hier an der Stelle den Unterfahrschutz oder halt diese Pappe, die unterhalb des Motors ist, abgenommen, um an die Ölablassschraube zu kommen. Und ja, hier hinten ist die Halterung weg, also da gibt es so ein kleines Gegenstück in der Frontstoßstange, das ist weg. Bedeutet, ich kriege die Ecke hier nicht mehr fest. Das Ganze sieht auch schon ein bisschen verratzt aus, also hat auch die besten Tage schon hinter sich. Bedeutet, das kommt auf meine Bestellliste, dass ich nochmal 2 Rathaus-Innenschalen bestelle.
zusammen mit eben diesem, ja, mit der Motorpappe, also dem Unterfahrschutz. So, und dann zeige ich euch noch was, und zwar, ich habe es leider jetzt schon wieder zusammengebaut, aber die Unterfahrschutz oder diese, ja, Motorabdeckung unten, die ist total ölig und auch schon mit Öl vollgesaugt, liegt eben daran, weil zum einen die Ölablassschraube ein bisschen undicht war, habe ich jetzt festgestellt, und zum anderen aber auch, wie gesagt, die Ölwannendichtung ein bisschen undicht ist. Bedeutet, das kommt mit auf meine Teileliste zum Bestellen, und dann werde ich demnächst einmal die Ölwanne unten wechseln. Hier oben habt ihr ja jetzt im Zeitraffer alles gesehen, da ist jetzt soweit wieder alles zusammengebaut. Ich habe auch den Ölstand kontrolliert. Ich werde ihn dann jetzt gleich mal anlassen, muss halt noch die Reifen montieren. Die habe ich eben demontieren müssen, damit ich an diese großen Schrauben hier rankomme. So, auf der Seite hat man ein ähnliches Problem. Da ist es auch schon kaputt, deswegen, wie gesagt, 2 neue ja, Rathaus-Innenverkleidungen und ja, vielleicht noch ein paar von diesen kleinen Schrauben da, oder halt von diesen, das sind eigentlich keine richtigen Schrauben, es sind mehr so eine Art Nieten, die man halt einmal um 90 bzw. 180 Grad dreht, damit die sich verriegeln. Ja, wie gesagt, alles kommt auf meine Bestellliste, und jetzt packe ich halt die Räder wieder ran, und dann lasse ich ihn runter und dann lasse ich ihn einmal an, und dann schauen wir nochmal auf der Werkbank. So, der Ölwechsel ist durch. Ich hatte hier so ein kleines Problem mit, ja, bei dem neuen Filter von Audi war interessanterweise keine neue Ablassschraube und kein neuer Dichtring für die Ölablassschraube dabei. Zudem war mir aufgefallen, dass ja, die Ölablassschraube an der Ölwanne auch ein bisschen undicht ist. Die ganze Ölwanne ist undicht, ist ja alles versifft. Bedeutet, ich werde jetzt nochmal 2 Dichtringe, 2 neue Ölablassschrauben, eine neue Ölwanne. Ölwannendichtung habe ich schon besorgt, aber ich werde jetzt auch noch eine neue Ölwanne bestellen. Nicht, dass die bestehende Ölwanne verzogen ist, denn wenn ich das wechsle, habe ich keine Lust, dass ich das dann zweimal hintereinander machen muss. Das heißt, ja, da bestelle ich mir, wie gesagt, einfach das Teil neu, dann dichte ich das ab. Das mache ich dann beim nächsten Ölwechsel. Da mache ich dann den Intervall vielleicht noch mal ein bisschen kürzer als jetzt 8000 Kilometer. Ansonsten vom Öl und vom Filter sah es eigentlich in Ordnung aus. Konnte ich jetzt nichts Negatives feststellen. Das Öl können wir uns auch gleich nochmal angucken. Wir sind jetzt halt wieder 10 Liter drin. Und ja, jetzt hätte ich gesagt, schauen wir noch einmal ins Öl und dann gehen wir an die Luftfilter. So, jetzt versuche ich da mal ein bisschen reinzuleuchten. Also man sieht schon, das ist schon recht dunkel. Und das, wie gesagt, obwohl es lediglich 8000 Kilometer waren. Ja, also meine persönliche Meinung hätte ich gesagt, mehr als 8000 Kilometer auf gar keinen Fall. Vielleicht sogar noch ein bisschen kürzere Intervalle. Und dadurch, dass ich ja jetzt auch die Ölwanne und alles neu machen möchte, trifft sich das ganz gut. Dann werde ich jetzt mal nur noch mal 5000 Kilometer drauf fahren und dann den nächsten Wechsel mit Ölwannentausch einschieben. Hoffentlich ist dann danach auch unten alles dicht. So, jetzt ist aber schon jede Menge Zeit vergangen. Jetzt hätte ich gesagt, schaue ich mir noch die Luftfilter an. Das wird leider ein etwas längeres Video. Ich versuche es trotzdem bei den Stellen, wo es jetzt nicht so mega spannend ist, wie bei Öl ablassen oder Öl nachfüllen, noch ein bisschen runter zu kürzen. Ich habe ja auch die Geschichte mit dem Ausbau des Armaturenbretts weggelassen. Ja, jetzt öffnen wir mal einen der beiden Luftfilter und schauen, wie die aussehen. So, jetzt habt ihr leider nur noch das Ende gesehen von der Kontrolle. Ich habe jetzt auch nicht getauscht, aus dem Grund, da die Filter noch sehr, sehr gut aussehen. Also wie gesagt, gewechselt hatte ich die ja im März 23 und ich bin ja jetzt nicht sonderlich viel gefahren. Bei dem Öl, wie gesagt, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, spätestens alle 8000 Kilometer zu wechseln. Bei den Luftfiltern, die können gut nochmal 8000 Kilometer bleiben, beziehungsweise ich gucke einfach in einem Jahr nochmal. Aber momentan sahen die aus wie neu. Ich habe jetzt auf der Seite geöffnet, einmal ausgesaugt. Wie gesagt, da habt ihr jetzt das Ende noch gesehen. Was ihr machen müsst, ist diese Schelle lösen, also nur anlösen, dann von der Drosselklappe wegziehen und dann hier weg vom Luftfilterkasten. Dieses Stück hier so ein bisschen reindrücken, rausziehen. Dann kommt das Teil bis hier vorne, dieses Zwischenstück kommt dann weg. Habt ihr jetzt beim Zusammenbauen ja gesehen. Und bei mir sind es hier oben 2 Schrauben am Luftfilterkasten. Es gäbe noch eine dritte, die ist aber bei mir gar nicht mehr vorhanden. Das muss ich auch auf meine Bestellliste setzen.
und dann könnt ihr das so nach vorne klappen und hochziehen. Ihr müsst darauf achten, das ist zweiteilig, da ist dann noch ein Teil, was hier innen drin verbleibt. In dem Video, wo ich das zuerst gewechselt habe, habe ich auch die innere Schale rausgebaut und alles gereinigt. Wenn ihr da wissen wollt, wie das im Detail funktioniert, schaut gerne auf das verlinkte Video. Wie gesagt, am Anfang habe ich euch die Videos oben verlinkt. Ansonsten guckt in die Videobeschreibung, da werde ich die Links auch nochmal reinpacken. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt noch alles in Ordnung, das brauche ich nicht zu wechseln. Somit wären wir für heute durch. Ich habe ihn zwischendurch auch schon mal angelassen, da hat leider die Kamera gestreikt. Alles wunderbar, Ölstand habe ich kontrolliert. Ich räume jetzt hier noch ein bisschen auf und dann fahre ich nach Hause. Das hat dann doch noch mal länger gedauert als gedacht. Wie gesagt, weil auch unten das alles so ölig war, habe ich noch mal einiges gereinigt. Das hat Zeit gekostet. Plus, dass ich halt wieder das Handschuhfach ausbauen musste. Ich meine, es ist kein Riesenakt, sind nur diese 5 Schrauben, aber es ist immer so ein Gefummel, das dann raus und rein zu bekommen. Und ja, ich merke einfach, dass bei den Übungen, oder was heißt Übungen, also bei den Arbeiten, meldet sich dann halt auch mein Rücken immer wieder und ja, da muss ich halt langsam machen. Deswegen waren es jetzt hier ein paar Stündchen, also so sieht das aus. Kleiner Service würde ich jetzt mal sagen am Audi. Öl, Luftfilter und eben Innenraumfilter. Ja, demnächst kommt dann nochmal ein Video irgendwann, wie gesagt, zum Thema Ölwanne. Da muss ich aber erst noch mal ein paar Kilometer drauf fahren. Dann mache ich wahrscheinlich auch in dem Zug nochmal das Getriebeöl und den Filter nochmal neu, damit das auch nochmal frisch ist. Und ja, dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt mit den Undichtigkeiten unten an der Ölwanne, wie das dann aussieht. Was ich auch noch habe, was ich demnächst machen werde, ist hier diese Pumpen zu erneuern. Da habe ich gesehen, dass hier hinten am Sensor, wenn man das Auto anmacht, kommt da so ein ganz kleines bisschen Kraftstoff raus. Das heißt, der Sensor ist undicht. Leider gibt es den Sensor nicht einzeln. Ich habe jetzt die beiden Pumpen bestellt. Die sind auch schon da. Allerdings habe ich dann herausgefunden, dass unter der Pumpe nochmal so ein kleiner Stößel sitzt. Denn die Pumpe hat so einen kleinen Kolben, der diesen, der eben, wie gesagt, diesen Stößel betätigt. Und den sollte man sicherheitshalber auch vorrätig haben. Falls der verschlissen ist oder eben Abnutzungsspuren da sind, soll man den auf jeden Fall tauschen. Ich denke, wenn ich mir den jetzt bestelle, also bestellt ist er schon, er muss noch kommen. Wenn er dann da ist, dann wechsle ich die beiden Pumpen und auch die beiden entsprechenden Stößel aus, sodass das auch wieder neu und frisch ist. Ja, und dann arbeite ich mich jetzt einfach von Problemchen zu Problemchen, wobei ich sagen muss, also es läuft wirklich sehr, sehr gut. Gerade die Geschichte mit der Kurbelhäusebelüftung, dass das jetzt wieder funktioniert, hat echt viel gebracht. Und jetzt sind es eigentlich ja in Anführungszeichen nur noch Undichtigkeiten. Bremsflüssigkeit werde ich demnächst noch machen, das steht auch noch an. Da kommt dann noch mal ein Video, also der Content geht auf jeden Fall nicht aus. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.